So, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Stanley Parable Nummer 7 auf der Suche nach Käsehäppchen. Let's go. Beim letzten Mal haben wir Musik ist hip, wieder dieselbe, die wir schon mal hatten, glaube ich. Das ist unsere Treppe, die wir kennen. Hund und Katze kennen wir auch. Einfach rein. Beim letzten Mal haben wir... This is the story of a man named Stanley. Beim letzten Mal haben wir, ein Eimer-Ending angeschaut, was noch keinen Sinn gemacht hat, weil wir noch nicht das Apartment-Ending hatten. Deswegen haben wir beim letzten Mal die 3 Endings vom Apartment gemacht. Und heute gehen wir mit dem Eimer wieder dahin, wo wir beim letzten Mal All of waren. his co-workers were gone. What could it mean? Genau. Und jetzt gehen wir hier rein und dann gehen wir da runter und dann ist da alles neu. Und dann gucken wir uns auch noch die anderen Endings an, die uns empfohlen wurden. Und vielleicht ist es eine sehr lange Folge, vielleicht nicht, ich weiß es noch nicht. Wir fangen einfach mal an. Danke übrigens noch für die ganzen Kommentare unter der einen Folge, wo ich meinte, dass es gerade so ein bisschen durcheinander auf dem Kanal ist, wo alle meinten, ja, alles cool, wenn du Pause brauchst, mach ruhig und so. Ich gehe es einfach chillig an. Ich mache alles in meinem Tempo und es kommt alles noch und ja, nichts ist abgebrochen. Aber keine Ahnung, die Tage sind sehr durcheinander bei mir, aber ich kriege alles hin. Ja, streamen tue ich gerade irgendwie auch wieder ein bisschen mehr. Ich habe ein Fortnite-Event gestreamt, ich weiß nicht warum, aber es war lustig. Und am 9. ist ja noch das Summer Games Festival, wo wieder neue Spiele angekündigt werden. Da freue ich mich drauf. Okay, los geht's. And so the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. Nö. Dann sehen wir jetzt alle unsere Freunde da unten wieder. Jetzt, wo wir mal die ganzen Endings gesehen haben, hoffentlich. Gibt bestimmt noch irgendwelche, die ich verpasst habe. Good Stanley, I'm glad you found your way here. I knew you'd find this place eventually. Alle meine Freunde. You see, your friends and I are concerned for you, Stanley. We've come together here because we care about you very much. It's this bucket you're carrying around everywhere. The bucket isn't even from the original Stanley Parable. It's just sequel content. We're the ones that matter, Stanley. Classic characters from the first game, like the Adventure Line and the Broom Closet. Because that's what fans want from a sequel. They want more of their favorite jokes, not this bucket that they've never seen before. Yes, I know I'm the one who gave you the bucket, but you're spending too much time with it. Don't you want another story involving the Adventure Line? We could make the Adventure Line go somewhere new. Yes, yes, that's what the fans want. Let's do it. Oh, ich kann auch einfach wieder ins Broom Closet gehen. Sagst du was dazu? Merkwürdig, dass der ganze Raum hier einfach ist, ne? Na, scheinbar sagt er nicht mal was zum Broom Closet. Aber es ist ja ein anderer. Vielleicht kann man ja hier was tun. Vielleicht gibt es hier was Geheimes. Nö, scheinbar nicht. Okay, dann folgen wir einfach der Adventure Line. Ich denke sogar die ganzen anderen Sachen noch an der Wand. Oh, fast kann man die Rückseite... Ich glaube, das Baby ist transparent von der Rückseite. Wenn ich das so sehe. Oder ich sehe es halt perfekt aus einem geraden Winkel gerade. Weil es einfach so eine 2D-Grafik ist. Look at that wacky line. Who knows where it'll go off to next? Oh, and it played some silly music as well. Ja, die Silly Music vom letzten Mal. Da 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 da. 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 Da 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 da. Now this is what the Stanley Parable is all about. Don't you remember all those great jokes from the original dialogue? Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Yes, it's as classic now as it was back then. Let's do it for the fans, Stanley. Let's give them more content exactly like this. But if we want to do that, you're going to have to give something up. Den Bucket? Nein, ich will den Bucket nicht abgeben. Ich liebe dieses Spiel. Aber wie es sich jetzt einfach selber über seinen Content von 2013 nochmal lustig macht, so ein bisschen. Ach man. Das ist schon sehr cool, das Spiel. Doch freut mich sehr, dass ich es auf den Kanal gebracht habe. Ich habe ja echt eine Weile überlegt, ob ich es überhaupt machen will und so. Aber jetzt, wo ich so ein paar Folgen dazu habe, einfach glücklich. So. Don't you get it, Stanley? We need to get rid of the bucket. That's why I'm very proud to introduce a brand new character. Den Bucket Destroyer. This is the Bucket Destroyer. Ich hab's noch nicht gesehen, ich schwöre. I think it'll make a wonderful new addition to the rich lore of the Stanley Parable. True, it also was not in the original game, but it's such a well-fleshed-out character with so much personality that to me it already feels as though it's been part of the cast all along. Don't you agree? Oh mein Gott, ich will mich...
Can you guess what the Bucket Destroyer does? Surely you don't need me to spell it out for you. Ich will den Bucket Go nicht ahead now, destroyen. Stanley. Say goodbye to the bucket, and then pop it into the machine when you're ready. Oh, es reicht halt fast, dass ich da drüber springen könnte. Now listen to me. It's crucial that you give it the bucket. Nee. I don't know what the Bucket Destroyer will do if it can't destroy your bucket. Destroying buckets is all it knows. That is its singular personality trait. Sure, I can hear you saying, how does a character with only one personality trait deserve to join the pantheon of beloved Stanley Parable characters? Well, you see, if you were to really explore the Bucket Destroyer, you would see that its desire to crush buckets is so densely loaded with complexity and nuance that it's really like 10 personality traits. What other object in this game can you even say that about? The broom closet? Certainly not. I wonder what sort of Bucket Destroyer merchandise the fans will be clamoring for after this. Okay, the Bucket Destroyer is getting very upset now. You'll have to hurry and feed it. We can't get back to the classic Stanley Parable characters like the Adventure Line or the Bucket Destroyer until you crush that damn bucket. Quickly now, the fans are waiting. Do it, the fans, Stanley. Give the fans what they want. Hurry and... Peng. Ich zerstöre doch nicht mein Bucket, Bro. Heilige Musik. Wer fliegt da? Bucket Destroyer, my prized creation. You had so much potential. We were going to do such marvelous things with you, tell such spellbinding stories about you. All of it squandered now. Goodbye, new friend. For the moment in time that you were here, you were magnificent. Wir werden dich vermissen. War's das? Hallo? Wäre cool, wenn jetzt eigentlich gar nichts passiert wäre. Aber nein, es lädt. Also scheinbar war... Okay, ich steck den Eimer rein. Wir sehen uns dann nach dem Schnitt wieder. Co-workers were gone. What could it mean? Okay, rein Go ahead now, damit. Stanley. Say goodbye to the bucket, and then pop it into the machine when you're ready. Wie tue ich den reinstecken? Kann man den gar nicht zerstören? Gar keine Choice mehr in diesem Spiel? Ja, scheinbar kann man den nicht reinwerfen. Sandy hält ihn nur an seine Brust. Ja, das war ja ernüchternd. Ich guck mal weiter, was wir sonst noch vor uns haben. Mit dem Eimer zur roten und blauen Tür gehen. Also immer das Gegenteil von ihm machen. Okay. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Ich liebe es, wenn er dem Eimer eine Stimme gibt. Good. Said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Ja, sorry, die Stimme sagt, ich gehe hier hoch. Ich wollte eigentlich da unten lang gehen, aber hier oben haben wir auch noch. Hallo? In here. Said the bucket. Go into this dark room over here. Stanley once again obeyed blindly. Der ist aber nicht dark. Egal, gehen wir rein, ja. Ach da, den Dark Room meint er. Ja, klar. Okay, gehe ich da rein. Auf geht's. Bringt mich der einmal jetzt um? Now pick up the phone. Said the bucket. Pick up the phone and it will take us back home, where we can go about life together. Okay. Vielleicht lebe ich jetzt mit dem Eimer einfach zusammen. This is the sad story of a man named Stanley and his bucket. Du bist sad. Once upon a time, I gave Stanley a bucket because I thought he was lonely and could use a friend. And then, very distressingly, he began to believe the bucket could speak to him. Oh, aber es ist eine schönere Wohnung als die andere. Das sind nicht die gelben Seiten, das sind die beigen Seiten. Adventure Awaits. Die Adventure Line hat einen eigenen Sticker. Yo. The Freedom Ending. Echt einfach. Sticker von Stanley Parable. Parable. Sorry. Ich weiß es nicht, warum ich jede Folge neu und anders ausspreche. Dann glitscht da so ein bisschen in den Tisch rein. Let's go. Aber ich bin gerade auch einmal rausgekommen, also komm nochmal raus. Hilfe! Hilfe! Das ist nicht gewollt! Alarm! Und so war Stanley für immer stuck
In seinem Ecktisch. Ja, perfekt. Ich weiß nicht wie, aber ich bin frei. Da sitzt mein Eimerchen. Erstmal meine ganze Küche angucken. Ja, ist eine Küche. Hallo Eimer. Hallo Stanley, ich bin es, dein Eimer. Drücke G, um mich zur Arbeit mitzunehmen. The Stanley Parable Reassurance Bucket was merely meant to provide the comforting glow of companionship. It doesn't literally talk and give you orders. Whatever Stanley is hearing the bucket say to him is just in his head. Drücke P, um mich zurück mit nach Hause zu nehmen. Puh. Lately, I've been concerned about him. Wouldn't you be concerned as well? To see him delusional like this, obsessing over an inanimate metal object? I want to say something to him, but I don't know how I can convince him. I don't know if he'll listen to me. Du bist doch nur eifersüchtig. Drücke R, um zur Arbeit zu gehen. Oh, I'll try anyway. Stanley, can you hear me? Listen to me. It's just a bucket. It can't think, it can't talk. All it will ever truly do for you is effectively transfer a liquid from one location to a different location. Bist du eifersüchtig? It doesn't do anything else. Mein bester Freund. Mein einziger Freund. Hör nicht auf den lauten Mann. Drücke P, damit wir wieder nach Hause gehen. You see, he's not listening. He's still taking orders from the bucket. You know, once upon a time it was me he took orders from. Me he trusted and listened to. Now all he cares about is his awful bucket. This stupid hunk of metal. Drücke Z, um alle in deinem Leben außer mir zu ignorieren. Ja. It's sad, but I suppose he doesn't need me anymore. From now on, he's just going to cling to this bucket, this cold, empty bucket, this sort of shiny bucket. Well, I'll give it this. The bucket does have a nice shine to it. Du hältst mich für real, oder Stan? Drücke Q, um wieder nach Hause zu gehen. Yes, I suppose on closer inspection that it doesn't quite look like your average hardware store bucket. It's just a little more, what am I trying to say? Sturdier, more capable of transporting liquid. Like it would be better at moving an amount of water from one room to another. Drücke I, um denselben Tag mit mir wieder und wieder zu erleben. Oh my God, what am I saying? Better at carrying water from room to room. It's a bucket. It's literally just a bucket. Why do I feel some need to point out the ways in which it's so much more than just a regular bucket? Aber siehst du nicht, wie cool er in diesem Licht aussieht? Drücke Z, um nach Hause zur Arbeit und nach Hause zur Arbeit und nach Hause zur Achso, nach Hause, Arbeit, Hause zu gehen. Okay. Oh no. Oh, Kerzen. I'm having feelings for the bucket. No. What's going on? Why do I want to be with the bucket? Hear what the bucket has to say. Do anything it asks. What's wrong with me? I don't understand. Perhaps if I had the bucket, this would be less confusing. Yes. The bucket could tell me what to do in this troublesome situation. Nee, Stanley, give me the bucket. Give it to me. Give me the bucket, Stanley. I need it. Give it to me now. Give it or I'll... Geh zurück zur Arbeit, Stanley. Sehr dramatisch. Okay, springen wir mal vom Cargo-Lift runter. All of his co-workers were gone. What could it mean? Ich muss sagen, es ist immer sehr lustig, da einfach mitzuspielen in den verrückten Situationen. Oh, wir stecken das Telefon noch aus, bevor ich den anderen Weg gehe. Ja, ergibt mehr Sinn. Chronologisch. In here. Said the bucket. Weil wir haben gerade das eine hier gemacht, dann ergibt ja meistens Sinn, das andere Ende hier auch noch zu machen. Raus mit dem Telefon. Now pick up the... Whoa, hold on. Why did you unplug the phone? Were you trying to resist the bucket's orders? Stanley, I was joking. Obviously, the bucket isn't talking to you and telling you to do things. Buckets can't talk. It was a joke. Don't you get the joke? It's funny, Stanley. A talking bucket. Richtig funny. Can't you see? Oh, goodness. I must have really bungled up the delivery if you actually took me seriously. Where did I mess up the joke? Should I have paused for longer or spoken quicker? Comedic timing is so difficult. I wish I were better at it. But there isn't exactly an instructional video on comedy that one can watch to fully... Oh, wait, yes, there is. Jawohl, noch It's sitting Video. right here. Let's Content. take a look.
What is comedic timing? What is comedic timing? How does it work? How long should it last? How can it be used to effectively silence your political enemies? Natürlich. And more importantly, can it be taught in its entirety within 90 seconds? Ja, klar. Thankfully, the answer to all of these questions is yes. Let's dive deeper. If you've ever told a joke or made someone laugh, in all likelihood, you did it while standing 50 to 80 centimeters from them in a room of no more than 76 degrees Fahrenheit, with one of your arms raised straight upward at a 15-degree angle from your body. These are the optimal conditions for good comedic timing. To begin the joke, start by stating and spelling your name. Next, provide a brief synopsis of the joke, including the specific times at which the recipient of the joke will laugh, and then spell out your name a second time. With these steps complete, it's time to begin the humor. Speak the entire joke in no more than 18 seconds and no less than 13 and a half, pausing only for bathroom breaks when necessary. When the joke has concluded, it is customary to inform your listener that the joke is over by declaring in your loudest possible voice, "I'm Dunny with the funny." Let's practice screaming, "I'm Dunny with the funny" now. I'm Danny with funny. Good. This saying is a perfect example of expectations management, which is the cornerstone of good comedy. Finally, it's time to hand out surveys. Collecting hard data from your audience on how rapt they were throughout the joke is the only way to grow or learn as a comedian. An effective survey should be no less than 10 pages long and should include the same question reprinted several times, just to ensure the survey taker is actually paying attention and not simply filling in answers at random. And that's all there is. With these strategies at your disposal, you'll have audiences doubled over in laughter and even tripled over in laughter in no time at all. Just remember to let them stop laughing at some point, you gut-busting little scamp. After all, we're each of us needed on the front lines of the war to fight the 12-legged invader who threaten our very existence and who very likely die in a hailstorm of bullets and mandibles. All of us must be prepared to give our lives to this noble cause, just as our children must do after us, and their children after them. Godspeed, and may Earth reign supreme. Okay, ich verstehe nicht, worauf es am Ende hinaus wollte. Hey, goodness, this video is a little outdated, isn't it? Well, no matter. I think the fundamentals of proper comedic timing are still as relevant today as they were back then. Ja, ich freue mich schon, wenn ihr alle gleich die Unterlagen ausfüllt, die ich euch nach dem Video per Post zuschicke. So with that in mind, I believe the only way forward is for us to return to the two doors and walk through all of this again, so I can try telling my story with more appropriate comedic delivery. Come along, let's head back. Oh, try hard funny, okay. Bin gespannt. Zeig mal, wie lustig du bist. I can feel it. This time, I'm really going to nail the delivery. You'll be in stitches. A talking bucket, you'll say? How ridiculous. How absurd. What a hilarious concept. The king of comedy. That's what you'll call me. Comedy, Thank guys. goodness we had the instructional video. Otherwise, who knows where we'd be right now? Well, I wouldn't be the king of comedy, that's for sure. The bucket spoke to Stanley. The bucket spoke. The bucket spoke. Oh, I'll figure it out on the fly. No need to overthink things. Do not lie. If you are lying right now, stop. Ich lüg doch nicht. Hallo? Okay, ich bin bereit. Here we go. You ready? Yeah. When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. Jo, er will halt witzig sein und jetzt bei der rechten Seite was erzählen, ne? Ich gehe halt jetzt in die linke Seite. Oder gehe ich in die rechte wieder rein? Wenn ich jetzt in die linke reingehe, er will ja gerade, dass ich in die rechte reingehe, dass er das mit dem Eimer sagen kann. Glaube ich. Boah, ich weiß gar nicht. Wir gehen mal links. No. You were supposed to go through the door on the right, leading back to the phone. Did you not even look at the instructional video? I think this is all covered very clearly. There's no way I can make the comedic timing work now. It's done. The joke is completely done and over. It's all your fault, Stanley.
I'm going to be ridiculed in the community of other joke writers. I'm going to be shamed at every one of our meetings from now on. All because you couldn't watch a simple video and take a hint. Are you proud of yourself for bringing me down, Stanley? Are you proud? Here we go. You ready? Natürlich. When Stanley and the bucket came to a set of 2 open doors, they entered the door on the left. Boah, ich mach mal Speedrun kurz auf der linken Seite. No. You were supposed Aber to dass er selbst das the door on the Zurücksetzen hier right, übernimmt. leading back. Ja, okay. Da gehen wir halt rechts lang. Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of 2 open doors, they entered the door on the left. Boah, ich bin halt auch so froh, dass ich einfach das nicht nochmal alles spielen muss und angucken muss, damit ich jetzt die rechte Tür nehmen kann. Let's go. Comedy. Ach so, wir kommen direkt zum Telefon. What? We're back at the phone already? No. What's going on? There were supposed to be several rooms leading up to this. There was supposed to be a build-up to this point. A dramatic display of remarkable comedic wit which culminates in this scene with the phone. But now the timing's completely off. The joke will never land. Well, not the way it was meant to. And it's all my fault. I must have forgotten that the phone room comes immediately after the 2 doors room. What an egregious mistake. I've made a fool of myself. I don't deserve the title of King of Comedy. I'm nothing. I'm not even the lowliest joke-telling whelp. I think I need to go back and rewatch that instructional video again. Aber bitte ohne mich. Surely that will help me improve my... Oh. Stanley, you love the bucket so much it's like you... it's as though all of your other most prized possessions pale in comparison. Yes. Well, let me try that again, Stanley. I heard that you are pale with shame over how unabashedly in love with a bucket you are. No? Still not? Is it the delivery? Pale with shame. Pale with shame? Pale... What's another word to describe a bucket? Stanley, this bucket is so metal, I think I saw it playing guitar. No. We're getting away from making fun of Stanley's obsession with the bucket, which was the whole point of this. I'm no good at these jokes. I need more instructional videos. That's exactly what it is. That's what will make me the king of comedy again. More instructional videos. Ja, viel Spaß. Let's see. Muss ich auch noch mal eins gucken? Ich glaube nicht. Wir sind wieder daheim. Ach, jetzt können wir aber vom Lift runterspringen. All of his co-workers were gone. What could it mean? Da drüben müssen wir noch runterhüpfen und jetzt müssen wir hier runterhüpfen. Und dann haben wir nochmal das gesehen, was wir sehen wollten. He was firmly Und convinced that the jump. bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. So. Ja, jetzt sind wir woanders hingegangen mit dem Eimer. Noch wurde nichts dazu gesagt. Keiner widerspricht uns. No, stop. Look there on the wall. You see, there's a sign right there. It says, no buckets past this point. Stanley, how could you think it was okay to bring the bucket here? Unless, what if the problem is that you actually don't know what is a bucket and what isn't a Ja, bucket? natürlich. I suppose that would explain a lot about your behavior up to this point. Which, if that's true, well, my goodness, I think we have to do something about it. Ach, ich bin hier This Leiter. misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if not addressed quickly and properly. So much of the impact of the story is dependent on your understanding of what is and isn't a bucket. Please, step in here for a moment. Das ist ein Eimer. Hm? Ja. Bin in einer Garage. Ist das a bucket? Oh mein Gott. Schön beleuchtet hier auf jeden Fall. Ja, rein da. Now then, I'm going to run you through some test scenarios, and Oh my you'll God. tell me whether or not the thing I'm showing you is a bucket. Okay. Simple enough, right? This should tell us everything we'll ever need to know about what is or is not a bucket. Okay, ich bin so Okay, ready. let's begin. Das ist cool. Die Game Show. Item 1. Is this a bucket? Nee. Correct. It is a hologram of a bucket, not an actual bucket. Bitte was? Nein, ich wollte falsch antworten. Item 2. Is this a bucket? Ja. Incorrect. It is a 3D printed recreation of a bucket, not an actual bucket.
Okay. Ich glaube, ich muss da nochmal hingehen und bei allem einfach Nein drücken. Item 3. Is this a bucket? Nö. Verdammt. Incorrect. This is a bucket. Nein, nein, ja. Okay. Vielleicht kann ich beim nächsten Mal alles richtig beantworten. Item 4. Is this a bucket? Ja. Are you hallucinating? This is a tractor. It's an enormous machine that tills the earth. I thought this was a gimmick. How on earth did you manage to screw it up? Absolutely incredible. Let's just move on to the next one. Tschüss, Traktor. Eimer. Is this a bucket? Warum kommt der nochmal? Hä? Correct. This is a bucket. Hallo? Okay. Ich verstehe gar nichts mehr bei diesem Quiz. Item 6. Is this a bucket? Nein. Trick question. Both. Gotcha. Natürlich war es eine Trickfrage. Wusste ich. Item... Wait, hold on. I can't find the next one. Let me see. It should be around here somewhere. Ja. Okay, you and I both know there isn't anything here. And I don't appreciate the implication that nothing is a bucket when we both clearly know that a bucket is something. And therefore nothing could possibly be something. Unless, in your twisted mind, have you somehow convinced yourself that a bucket is nothing? Answer me straight, Stanley. Do you believe that nothing is a bucket? Ja. Nichts ist ein Eimer. You know what? I'm too confused to even sort it out. I've lost all sense of perspective. What is a bucket? What isn't a bucket? Mere moments ago I could answer these questions with confidence. And yet now I'm somewhat adrift. Do any of us know what a bucket is? Am I a bucket? Ja. Stanley, I can't keep doing this. I'm losing myself, and myself was all I ever had to begin with. I'm afraid the bucket is threatening to tear our relationship apart. I can't have that. I'm sorry. But I'm going to erase all buckets from the game Nein. entirely. Okay, here we go. Aber du weißt ja nicht mal, was ein Eimer ist? What happened? Is everything gone? Why did everything disappear? Wait, Ja, alles ist ein Eimer. was everything a bucket? Every single thing in the game was a bucket. Oh my God, I had no idea. How could... Except me. I'm not a bucket after all. And you, Stanley, you're still here. You're not a bucket either. Jawohl. Oh, this is wonderful news. We're not buckets. Yes, I actually feel much more at ease right now. It's delightful to get some clarity on that issue, but it doesn't change the fact that we haven't got a game. So, tell you what, I'll reset everything and we'll put back all of the buckets, okay? And we'll know that it's all a bucket. But if you run into anyone else, maybe don't mention that. Who knows what that information might do to a person? All right, here we go. Sind Hosentaschen Eimer? Sind Räume Eimer? Guck mal, das ist ein Eimer, der gefüllt mit einem Büro ist. Mein Mind ist halt sowas von erweitert nach diesem Ending. Aber ich will das Quiz mal richtig beantworten. So, zweimal nein. Is this a bucket? Nein. Correct. It is a hologram of a bucket. Is this a bucket? Nein, offensichtlich ist das ein 3D-Druck. Correct. It is a 3D printed recreation of a bucket, not an actual bucket. Ja, das ist halt ein Item echter 3. Eimer, ja, auf jeden Is Fall. this a bucket? Ja. Correct. This is a bucket. Jo, das ist ein Item Traktor. 4. Bin ich, soll ich dumm Is sein this a oder was? bucket? Correct. This is a tractor and not a bucket. Ja, To eben. be honest, I just sort of put this one in here as a gimme, but I was starting to get concerned that even this might be too much for you. Thank you for not making me look like an idiot. Okay, next one. Gerne, gerne. Dafür bin ich da. So. Is this a bucket? Ja. Correct. This is a bucket. Wir haben alle richtig beantwortet. Item 6. Is this a bucket? Ja. Trick question. Both. Gotcha. Okay, ja, Trick Question kann man ja gar nicht richtig oder falsch beantworten. Item... Wait, hold on. I can't find the next one. Das ist kein Eimer. Yes. Thank you. There's nothing here. Of course it isn't a bucket.
We both know full well that nothing isn't a bucket. Wait, when I say nothing isn't a bucket, that makes it sound like I'm saying everything is a bucket, which of course is not true. Unless, is that what you think? Answer me straight, Stanley. Are you trying to tell me that you believe everything is a bucket? Nein. You know what? I'm too confused to even sort it out. I've lost all sense of perspective. Guck mal, in der Spiegelung steht Shit. Stanley, I can't keep doing this. I'm losing myself, and myself was all I ever had to begin Eigentlich with. ist es nur Disk gespiegelt, I'm aber afraid egal. the buck- Da steht wirklich Shit, die Buchstaben sind vertauscht gewesen. Is everything gone? Okay, es wiederholt sich hier halt einfach nur. Das hat kein alternatives Ending. Schade. So, wir gehen jetzt hier in den Lüftungsschacht mit dem Eimer. Da waren wir noch nicht. Das ist, glaube ich, so einer der letzten Wege. Hallo? Dann gucken wir mal, was hier kommt, wenn ich mit dem Eimer da reingehe. Ah ja, genau. Hier wieder. Das war hier beim letzten Mal. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ach, das mit dem Audiotape. Aber diesmal spielt kein Audiotape. Ihr meintet irgendwie, dass hier ein Dark Souls Secret ist. Aber dafür braucht man einen Sprung. Weil es irgendwie hinter den Boxen ist. Yo, Schnittzombie hier. Ich habe das Elden Ring Dark Souls Easter Egg hier gefunden. Man kann irgendwie, wenn man die Sprünge hat, scheinbar da über die Boxen klettern. Und dann kommt... eine Nachricht am Boden und... Praise the Jumping. Sehr cool, dass es sowas gibt. Weiter. Hab hier nichts ohne Springen auf jeden Fall geschafft. Gucken wir mal, was das Tape sagt. Bin ich der Narrator? Setze ich mich jetzt hin? Okay, this is day number 295. Tape number... I don't even know. I've lost track. Nothing feels real anymore. The longer I study this bucket, the less sense anything makes. The sheer euphoria I feel every time I pick it up. No matter how many times I've done it, it's always the same feeling. And the emptiness in my chest when I set it down. It doesn't make sense. There's no explanation for it. I still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. Why everything feels so... What do I do with this treasure? I can monetize it. Yes. It's unthinkable the amounts of money people will pay for even just an hour with the bucket. This is my golden ticket. But I have to be careful, because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get... What's that? Who's there? Camporata. Was passiert hier? War das nicht auch der Name, der bei dem Fenster-Ending kam mit dem Eimer? Eimerlore. Aber warum hat denn jemand anderes über den Eimer geredet? Someone was following Stanley. He was sure of it. If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. Ich versuche über meine Schulter zu sehen, aber ich sehe niemanden. Hilfe. So, ich google jetzt das hier mit dem Computer da vor mir. Die führen echt zu einem Ending. Okay, Computer 1, neu starten. Computer 2, neu starten. Hier, 3, neu starten. Ja, Input received, neu starten. Klick. Oh, die Leiste ist voll. Endlich. Welcome Stanley to Heaven. Ah, wir sind im Himmel angekommen.
So habe ich ihn mir vorgestellt. Ja. Was sind Knöpfe? Kann die alle ausmachen? Muss ich alle ausmachen? Ich weiß nicht. Aber ich kann. Oh, unendlich Knöpfe. Das ist halt echt einfach das Paradies. Ja, ich drück mal alle Knöpfe, falls irgendwas passiert. Ihr kriegt Bescheid. Oh mein Gott, sie gehen wieder an. Nein! Sie resetten sich die Knöpfe. Oh. Aber für Stanley ist das ja echt Paradies. Aber Knöpfe drücken. Okay, ich sollte aufhören. Die singen Push the Buttons. Ich habe gerade mal gegoogelt, so was hier abgeht, aber mehr gibt's hier nicht. Das war das Push the Buttons Ending. Okay. Ja, kann ich auch wieder hingehen, wenn ich nochmal drücke, aber nö. Und scheinbar gibt es so ein Mysterium um diesen Arbeiter, um Arbeiter 432, dass der was Ähnliches wie Stanley durchgemacht hat, weil der hat keinen Computer und es ist scheinbar auch dieser Computer, den man im Epilog findet. Dass der irgendwie zu dieser, dass der das ist, der uns im Intro mal begrüßt hat. Angestellter 432. Gibt es eine ganze Wiki-Seite zu dem. Und zum Beispiel bei dem Button-Ending waren es gerade 432 Knöpfe auch im Ending und so. Also scheinbar irgendwas 432 hat das Spiel damit. Habe ich alles gemacht? Bin ich fertig? Haben wir durchgestanlied? Ich gehe mit dem Eimer die Facility nicht zerstören. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber wir waren hier unten und oben halt einmal noch nicht die andere Entscheidung. So ein paar Sachen haben wir noch eigentlich. Ich habe eigentlich alles gemacht, was die Leute sehen wollten. Achso, ich hatte diesen Fahrstuhl übrigens hier mal getestet. Der funktioniert gar nicht. Weiß ich nicht, ob ich es in der Folge drin hatte oder nicht, aber jetzt habe ich es hier nochmal erwähnt. Ja. Stanley and the Bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Das Escape-Ending führt jetzt zum Museum. Das können wir uns gleich als letztes angucken. Das wäre ein schönes Ende eigentlich. So, wir sind jetzt hier und wir machen die Maschine an. But at the last second, the bucket jumped in and pressed the button to turn on the controls. Der Eimer war's? Stanley gasped in horror. Had this been the bucket's plan all along? To take over the machine and claim the power for itself? Nein. How could the bucket have betrayed him like this? Stanley was prepared to throw the bucket away in disgust when suddenly an image appeared upon the enormous screen. Birds. Silly birds. Ja! The control buttons became active again. Boah, die sind cool, aber ich will solche sehen. Yo, Silly Bird Knöpfe. Oh, ich kann durchschalten. Stanley oh, flipped süß. through one video of silly birds after another. Yo, and der then hat eine it coole dawned on Frisur. him. This wasn't a mind Yo, control facility at Kolibris. all. It What is was it, a Kolibris? I facility don't for know. monitoring and surveilling silly birds all over the Ja, world. die will ich haben. The Oh, der mind ist cool. controls were only a facade to disguise its Oh, true das ist richtig intentions. Had the bucket known this all along? Ganz. Stanley marveled Ja. at the metal genius in his hand, Bongs. the one who had pointed him towards this incredible discovery. Stanley and the Bucket never found freedom Ja. because they spent the rest of their lives here in this place, flipping through live Süß. streams of the silliest birds imaginable. Of all the possible paths his life could have taken, this one was surely the best. Yo, Eul. And Stanley was happy. Richtig happy. Ich höre ihm schon gar nicht mehr zu. Ich gucke mir ja nur noch die Vögel an. Oh. Hallo, ich wollte... Yo, jetzt werden mir die Vögel weggenommen. Scheiß Ending. All of his co-workers were gone. What could it mean? Ja, Stanley irgendwas ist hier decided to go falsch. to the meeting room. Boah, es ist merkwürdig, wenn man 800 Mal nach rechts abgebogen ist, dass es auf einmal hier nach links geht. Es ist ungewohnt. Aber ja, wir gehen einfach jetzt in den Escape-Raum. Let's the go. Bucket. Yes. I love that bucket. Und jetzt bedienen wir. Es gibt scheinbar noch ein Ending, wenn man da runterhüpft ohne den Eimer, aber ich hatte ja eh nie versprochen, Although alles this zu zeigen. passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley and the bucket would both meet a violent death. Jawohl, let's go, Amy. Grausam The door sterben behind them was zusammen. not shut. Stanley and the bucket still had every opportunity to turn around and get back on track. Der Dialog halt At this exakt point, gleich ist. Stanley and the bucket were knowingly walking forward into a very painful death for each of them. Da heißt es. Also die Sätze waren halt gleich, außer dass und der Bucket gesagt wurde.
Ab in die Horrormaschine. Zeit zerquetscht zu werden, Eimer. So besiege ich dich. As the machine whirred into motion and Stanley and the bucket inched closer to their demise, Stanley reflected on how meaningless the bucket's warmth and comfort had turned out to be. To be sure, it puts the mind and the soul at ease to embrace the bucket, but what use is a sense of ease when you're about to be crushed to death? This is what Stanley thought to himself, and he sort of kicked himself for wasting so much time carrying a bucket everywhere. Farewell, Stanley. Wir leben. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley and the bucket were led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, the bucket's life came to an end, as it was crushed violently to death. Hallo? Aber Stanley wurde gar nicht erwähnt. Warum redet die nur über den Eimer? It was a shame, the death of such a magnificent bucket. Was mit It's mir? true that all buckets are radiant in their own way, but this one stood above the rest. It was a glorious bucket to behold. Der beste Eimer. Jetzt hat der Eimer einfach ein eigenes Museum anstatt ich. Der Eimer. Heißt sie willkommen zur großen Ausstellung. Sie stehen am Abgrund des Wissens. Ähnlich wie ein Eimer ist auch der menschliche Verstand, ähnlich wie ein Eimer ist auch der menschliche Verstand oft leer. Eine höhlenartige Leere. Aber durch die Absorption des Ausstellungsstücks vor ihnen wird der Geist voll, bereichert und fundiert. Die Kenntnisse über den Eimer und seine Geschichte sind das einzig wahre Wissen, das wir wirklich haben. Werden Sie das, was Sie hier lernen, mit in die Welt hinausnehmen? Werden Sie aufgeschlossen akzeptieren, was an den Informationen in dieser Ausstellung herausfordernd sein mag? Werden Sie das Leben von sich selbst und Ihren Liebsten als Folge dieser Ausstellung verändern? Oder werden Sie die Augen verschließen und weiterleben wie bisher, in Unwissenheit und Dunkelheit? Nee, ich bin offen für den Eimer. Das ist halt echt einfach ein Can you see Eimermuseum. how arrogant it was for Stanley to take a bucket like this and to claim it for his own? Can you see the hubris that blinded him? Can you see that the bucket is far more noble than Stanley will ever be in his short life? Oh, ist ein Loch in der Wand. Tschüss, Eimer. 25 Eimer. Das sind nicht 25 Eimer? Eine Fotografie von 25 Eimern, die größte Anzahl an Eimern, die jemals von einer Kamera erfasst wurde. Der Fotograf erlitt mehrere Wochen lang einen katonischen Schock aufgrund der Euphorie, die er beim Anblick von so vielen Eimer auf einmal empfand. Das sind nicht 25 Eimer. Das sind 500 oder so. Aber gut. Ein Eimer mit 2 Henkeln. Uiuiuiui. Dieser Eimer ist mit 2 Henkeln abgebildet. Eine solche Konstruktion wurde in der Realität nie hergestellt, da sie als zu gefährlich und waghalsig experimentell eingestuft wurde. Jedes Jahr werden Dutzende hingerichtet, nur weil sie es versucht haben. Was ein Scheiß hier schon wieder. Der Inferno-Eimer. Gott, so ein Alter, ja. Eine Nachbildung des Inferno-Eimers, der im Mittelalter eine so große Anziehungskraft ausübte, dass Dutzende von Nationen gegeneinander Krieg führten, um die Kontrolle über ihn zu erlangen. Milliarden von Menschen starben und trotz allem bleibt die einfache Tatsache bestehen: Niemand kann einen Eimer kontrollieren. Das Stress Bucket, eine Analogie. Der Stresseimer, ohne Kommentar. Ja, cool. Das Eimermuseum einfach. Oh, selbst die Höhlenmenschen haben den Eimer gefunden. Weil es aus der Decke getropft hat, dann haben sie den Eimer hingestellt und dann waren sie glücklich. Dass hier einfach so Musik auch läuft. Höhlenmalerei. Wir wissen zwar, dass es Eimer schon vor der Existenz der Menschen gab, aber wir wissen nicht, wie lange zuvor. Diese Höhlenzeichnung zeigt, wie der frühe Mensch den praktischen Nutzen des Eimers entdeckte. Zu diesem Zeitpunkt gab es den Eimer wahrscheinlich schon seit mehreren Jahrtausenden. Auf diesen Zeichnungen ist zu sehen, wie der Eimer die Benutzung seiner selbst zulässt, nachdem er der Menschheit für würdig befunden hat, seine Schätze zu nutzen. Und da läuft auch ein Typ mit einem Eimer und einem Stock. No man can own a bucket, and certainly not a bucket as dazzling to behold as this one. Ich kann ihn It gleich aus is der Luft man greifen, who oder? should kneel before the bucket. Der hängende Eimer. Dieses Stück symbolisiert die notwendige Beziehung
zwischen Eimer und Menschheit. Wie klar unser Verständnis des Eimers auch sein mag, es gibt noch mehr, das stets außerhalb unserer Reichweite liegt. Dieser Abstand ist unweigerlich zu unserem eigenen Besten. Ich kann das Loch runterhüpfen. Oh. Oh. Hab ihn. Ich dachte, ich falle einfach runter, aber... But there is something we can do. Something we can do together, you and I, that will right this terrible wrong. Jetzt bin ich wieder Let hier. Stanley die. Let him be crushed by the machine. Don't reset the game. Don't give him another opportunity to run off with another beautiful bucket. We can save the world's buckets from their treatment as tools and implements if only we let Stanley die together. The bucket shall take its place as ruler, as leader, as commander of a new world, a new vision for... Aua. Ja. Ne? So, wir gehen mal zurück zum Menü. Ich glaube, ich habe noch eine Methode gefunden, wie ich die Konsole aktivieren kann, um noch mehr Sachen herauszufinden. Let's go. Stanley Parable 8. Gegrillte Affen. Yo, Metal. Hallo Stanley, schön, dass du dich da drehst. Hallo? Ah, wir sind bei Version 8. Wir haben den 8-Knopf. What's this? Jo, was Neues. Cool, dass ich gerade nochmal gestartet habe, aber dafür habe ich gar nicht gestartet. 8. Ja, das ist ein Achievement. 8 Mal drücken. 8. Ja, noch ein paar The Mal. Stanley Parable 8. 8? 8. No. This 8. doesn't look right at all. 8. The Stanley 8. Parable takes place 8. in an office building. 8. There are doors 8. and branching paths. This is 8. just a button that says 8. 8. Where did the Stanley Parable go? 8. 8. 8. 8. 8. 8. Well, I'm 8. looking around and I really 8. can't find the game anywhere. No boss's office or mind control facility or any of that. Literally das? just this 8 button. And what's worse is that you seem to be having a better time with this nonsense game than with the story 8. I wrote for you. 8. I'm actually a little 8. insulted. 8. Ja, 8. 8. 8. Well, I don't know what happened to the 8. Stanley Parable 8. or what the 8 button is, 8. but apparently you're 8. having a riveting 8. time with it. And 8. frankly, I don't even want 8. to pander to someone who 8. finds this enjoyable. 8. So with that, I guess 8. just go 8. ahead and enjoy 8. the Stanley 8. Parable 8. 8. 8. Danke. 8. Ich mache hier einfach 8. weiter für immer. 8. Ah, das hat gar nichts mit dem 8er-Achievement 8. zu tun. 8. Das ist also einfach was Eigenes hier. Okay, dann brauchst du ja nicht mehr drücken. Wenn ich jetzt nochmal neu starte, komm einfach wieder hierher. Hold on. What's this? Okay. Ich muss das Spiel also echt neu starten, damit ich hier wegkomme, scheinbar. Aber in Optionen sollte ich jetzt eine Dev-Konsole haben, hoffentlich. Ja, gut. Stanley Parable 8. War cool, aber ich muss mal Spiel neu starten, danke. So, Stanley Parable 9. Allerletzte Eiscreme. Yo! Ich weiß nicht, wo ich hier gelandet bin, aber... Hallo, Opa? Einfach verwirrend. Habe ich die Dev-Konsole irgendwie angekriegt. Ich weiß halt nicht, ob sie überhaupt in der Version gibt. Ah ne, die Konsole gibt's wirklich nicht mehr, weil das Spiel jetzt auf Unity ist und nicht mehr in der Source Engine. Ich dachte, vielleicht haben sie die Konsole aus Fun irgendwie reinprogrammiert oder sowas, aber scheinbar nicht. Ach, Gottes Willen. Schaut mal, was ich Schönes gefunden habe. Das ist ein Chart für die Endings. Ja, da ist ziemlich viel drauf zu sehen. Die roten und blauen Kreise sind alles verschiedene Endings. Die roten Kreise sind normale Endings und die blauen Kreise sind Endings mit dem Eimer. Ja. Habe ich alles gesehen? Okay, der Teil gehört eigentlich nicht zum Video. Ich nehme ihn jetzt gerade nochmal neu auf, weil es fehlen halt 2 Sachen, die wir noch machen können. Wir gehen jetzt erstmal mit dem Eimer runter beim Büro vom Chef. Einfach mal gucken. All of his co-workers were gone. What could it mean? One man, one bucket. One chance to seize their destiny together. Dann gehen wir mal hier runter. Beim letzten Mal war ja dieses Ending, wo Stanley dann tot in der Straße lag. Nicht sehr schön. Gucken wir mal, wie es jetzt endet, wenn man einen Eimer dabei hat. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? Das ist bisher sehr gleich. Also ich kann ja cutten, wenn es einfach gar nicht sich ändert mit dem Eimer. Aber es wäre merkwürdig. His boss would think he was crazy. And then, something occurred to Stanley. Maybe
he thought to himself. Maybe I am crazy. He looked down at the bucket in his arms. Am I crazy? He asked the bucket. The bucket returned his gaze, but said nothing at all. That's strange, Stanley thought. Usually the bucket is a source of guidance and wisdom for me in difficult times such as these. He held the bucket close, yet felt none of its familiar reassurance and comfort. And that's when Stanley realized, this isn't my bucket. It's just a normal, everyday bucket. Someone else's bucket, perhaps. How did I end up with someone else's bucket? This is all terribly wrong. Surely no good would come from this. Who knows what sorts of bizarre hallucinations Stanley might experience without the psychologically grounding presence of his bucket. And indeed, now he noticed that the rooms were repeating, which was, of course, very odd. And now he felt himself floating off the ground. Ah, ich fliege! Oh, gracious, he exclaimed. Without my bucket, I've gone truly mad. Where is it? I must find it. Far off in the distance now, he heard it, calling to him. Stanley! Stanley, it's me! The bucket! Wo bist du? Could it truly be? He rushed forward from room to room, passing by one bucket after the next. sind alles nicht None meine. of them were his. None of them were his special bucket. Bei mir! Come to me, Stanley! Find me! Wo bist He du? had to find the bucket. He had to return to his old friend. It was the only way to truly restore his sanity. And then suddenly, he froze dead in his tracks. He knew where the voice of the bucket had been coming from. The real bucket was inside of him all along. It was incredibly painful. Stanley doubled over in agony and blacked out. This is the story of a woman named Mariella. Okay, ja. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, picked up her bucket of comfort and security, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town, talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Right away, she knew what the problem was. This man had no bucket. Of course he'd gone mad, ranting and raving about a narrator describing all of his actions and how everything is predetermined and free will is an illusion and it's all just a video game. It could all have been prevented if only he'd taken his bucket with him. Perhaps he didn't even realize he'd forgotten his bucket at home in the first place. How cruel the world can be, Mariella thought, and she hugged her own bucket even tighter. But of course, she had no time for this. There were a myriad of confusing problems she would soon have to confront at work, for which her bucket would provide absolute guidance and total clarity on everything. Heck yes, she thought to herself, my life kicks ass. And she backflipped all the way to work. Nice. Haben wir das auch noch gesehen? Und jetzt als finaler Bonus springe ich ohne den Eimer noch einmal übers Geländer. All of his co-workers were gone. What could it mean? Noch ein Bonus, wenn man hier die 8888 eingibt zweimal. 1? Jetzt sollte ich ein Achievement kriegen. 8. 8. Ja, ich kann hier auch schon rüberklettern. Ja, hüpfen wir mal runter, ne? Hui. Oh, guck mal, das sogar. Ach so, ja, das geht ja. Oh. Hallo? Aha! You've made it to the bottom of the mind control facility. Welcome! You see, back when the Stanley Parable first launched in 2013, getting to the bottom of the mind control facility was a bug that we simply didn't catch during development. And you all sent us lots of photos of it on Twitter and acted very superior about it. And you're all very, very clever. Good for you. Anyway, when it came time to update the game, we knew that we had to do something about this little goof of ours, so here you go. New content. You can call it the bottom of the mind control room ending, if that enhances your perception of the value of these updates. Isn't that what you crave? New content? Always more content, more content, more. And I'm here to give it to you. I'm here to make it seem like we really covered every nook and cranny of the game, with secrets and Easter eggs. How about this? We wrote a new piece of music just for this section. Jawohl, You Musik. won't hear it anywhere else in the game. It's a secret that's just for you. That's how special you are. Jawohl. We call this track, Good Job You've Made It to the Bottom of the Mind Control Facility. Well done.
Na dann mal los. Good job, you did it. Good job. 3, 2, 1. Good job, you made it to the bottom of the mind control facility. You jumped on the catwalk. You should have been careful. You should have been careful. It used to be a bug, but now it's an ending. Now it's an ending. I believe in you. I believe in your ability to cross this barrier and chase your dreams. The railings don't mean anything. Good job, you did it. Good job, you did it. Good job, you did it. Good job. Was ein Ending. Das haben wir uns echt verdient. Ein Wahnsinnssong. Danke, danke. Applaus. Aber das waren doch die 2 Endings, die ich noch einreichen wollte. Und jetzt wieder zurück zu der Folge, die ich aufgenommen hatte. Und falls ihr noch weitere Endings verpasst habt, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, was passiert oder wo sie waren oder so. Aber jetzt gehen wir dorthin, wo ich mit der Folge weitergemacht habe. Wusch! Dann gehen wir nochmal in den Epilog. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, 2, 3 Sachen, die wir uns, glaube ich, nicht genauer angeguckt haben. Das Museum und so, aber ich bin happy mit dem, was wir gesehen haben. Bin glücklich. Ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte. So, da sind wir wieder. Die Memory Zone. So schön melancholisch die Musik jetzt, wenn man weiß, dass man das letzte Mal hier in dem Spiel unterwegs ist. Ah, stimmt, davon hattet ihr auch geschrieben. Da ist der Escape-Pod, den wir losgeschickt haben mit dem Eimer. Erinnert ihr euch? Der ist hier gelandet. Er hat die Zeit überdauert, unser Eimer. Kann ich den Eimer da jetzt wieder rausnehmen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ihr habt nur geschrieben, dass der Escape-Pod vom Eimer hier gelandet ist. Jawohl! Eimerboy. Lasst uns zusammen den Epilog erleben. Ein letztes Mal. Schön, wie auch einfach das alles hier von einem Generator betrieben ist. Ab in die Memory Zone. Der Epilog ist so schön still. Wenn ihr wisst, was ich meine, aber kein Narrator, der einem die ganze Zeit das Ohr voll quatscht. Oh, aber das Spiel ist ultra cool und es ist echt verrückt, wie viele Stunden man hier rumlaufen kann und neue Sachen erlebt. Dafür, dass es alles in einem und demselben Gang immer wieder startet. Ja, ich will eigentlich hier nochmal durchlaufen, einfach auch wegen ein paar Kommentaren, die es gab. Nämlich wegen den Knöpfen hier. Ich muss nochmal die Knöpfe hier drücken. Ich habe ein sehr starkes Gefühl, dass einer dieser Knöpfe besser ist als die anderen. Sehr viele Gyms, auf jeden Fall. Ja. Kenne ich den Namen? Oh, hier in der Ecke. Guck mal, die Ecke hier sieht so besonders aus. Der Knopf hat funktioniert. Hallo? 2 Gesichter? Aber es gibt einen Stanley-Knopf. Oh, ist das nicht schön, dass es auch noch einen Stanley-Knopf für uns gibt? Das Leuchten der Trophäen. Lass uns zurück ins Büro gehen. Auf geht's, mein Eimer. Rutschig? Nee, nur echt schnell. Und plopp. Ich und mein Eimer am Ende der Zeit. Sieht man vielleicht die Nummer von dem Angestellten? Nee. Ah, das ist eine Pencilmaschine, Tatsache. Okay, hallo Computer. Ich habe einen Eimer dabei. Ich weiß, das ändert wahrscheinlich nichts, aber man kann ihn wenigstens mitnehmen. Hallo nochmal. Schön, dich zu sehen. Aber wie schrecklich zu erfahren, dass es nie wieder ein Stanley Parable-Spiel geben wird. Hast du gelesen, was die Entwickler gesagt haben? Bla bla bla. Genau. Jetzt, wenn er fragt, ob ich das Spiel für immer weiter fortführen will, will ich sagen, nein. Zusammen machen wir das Stanley Parable 10. Das ist ganz leicht, wir müssen nur die Zahl auf dem Titelbildschirm ändern. Entweder ich oder die Kopiermaschine. Stanley Parable 10. Okay, ja, haben wir es schaffen? Ich liebe es. So wird Stanley Parable niemals enden. Und im Spiel selbst ändert sich auch nichts. Zu viel Arbeit, ja. Es werden einfach immer dieselben Inhalte sein. Was meinst du, sollen wir mit diesem Plan weitermachen? Lieber nicht. Verstehe, manchmal ist man nicht bereit weiterzumachen. Das ist in Ordnung. Solltest du deine Meinung jemals ändern und dir eine neue Fortsetzung ausdenken wollen, gib mir Bescheid. Ich bin gleich hier. Naja, und jetzt bleibt für immer die Version scheinbar. Ich kann es ja mal testen. Ich beende mal das Spiel und starte neu.
Und es wird... Es bleibt Version 10. Es wird niemals Teil 11 geben, Leute. Es tut mir leid. Es ist vorbei. Das war das Ende von Stanley Parable. Warum? Also ich werde selbst... Das war das Ende von Stanley Parable 10. Und 1 und 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Von allen. Der riesige Roboter hat halt leider gewonnen. Was ein cooles Spiel. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit den ganzen Videos. Ich hoffe, diese letzte lange Folge hat euch auch nochmal Freude bereitet. Und ja, jetzt gucke ich mal, dass Kirby auf jeden Fall wieder vielleicht besser kommt oder so. Mal gucken. Ich guck mal, was ich sonst so alles bringen kann. Bald kommt ja Fall Guys neue Season, beziehungsweise so ein Reboot mit Free-to-Play und so. Vielleicht das, wer weiß. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Vielen Dank auch an Cross, dass ihr dieses ultra coole Spiel nochmal ultra deluxe habt. Und ja, bis dann. Euer Zimmelmann.